Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, heute hier zu unserem Video. Wir bauen heute hier unseren Kühlschrank, unsere Lüftungsklappen. Die sind verschlissen, die müssen wir mal tauschen. Das zeigen wir euch in diesem Video, wie das geht. Wir haben das Lüftungsgitter schon ausgebaut, den Rahmen schon ausgebaut. Wir zeigen euch in dem Video, wie bauen wir das Lüftungsgitter mit dem Rahmen hier bei uns in das Wohnmobil wieder ein. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Viel Spaß, bis gleich. Schön, dass du dran geblieben bist, hier bei dem Video. Wir zeigen dir heute den Einbau von dem Lüftungsgitter, von dem Kühlschrank in unserem Wohnmobil. Unser Lüftungsgitter ist verschlissen, das mussten wir tauschen. Das ist dann ausgebrochen. Das zeigen wir euch gleich mal. Wir zeigen euch heute, wie wir das Lüftungsgitter einbauen, dass das richtig dicht wird und dass das auch richtig gut sitzt. Hier sehen wir unseren Ausschnitt von unserem Lüftungsgitter, von unserem Tedford Kühlschrank. Wir haben jetzt hier die Dichtmasse entfernt, schön sauber gemacht. Wir haben jetzt die Löcher nochmal nachgeschaut, das haben wir mal ein bisschen verfüllt hier, das Loch. Hier kommt dann überall Sikaflex rein. So, hier sehen wir auch unseren Lüfter, den wir eingebaut haben von Tools to Camp. Das könnt ihr euch ja nochmal anschauen im Video. Das werden wir mal mit verlinken hier oben. Und jetzt zeige ich euch mal unser altes Gitter, wie das aussieht. Das ist unser altes Gitter. Das schaut so aus. Und zwar ist das hier ausgebrochen gewesen. Hier, das hat auch nicht mehr gehalten. Wir sehen es hier. Hier. Da ist wahrscheinlich auch der Weichmacher raus. Das ist ganz porös. Und das mussten wir austauschen. Und da haben wir ein neues gekauft von Tedford Template. Die Maße 281 mm x 523 mm. Und hier haben wir den Rahmen dazu. Und hier haben wir das neue Gitter. So schaut das aus. So, dann haben wir dazu das 522er Sikaflex. Das nehmen wir mit dazu. Das ist direkt für Wohnmobil und Caravan. Das werden wir auf jeden Fall in der Videobeschreibung mal mit verlinken. Das kommt ganz genau hier in die zwei Nuten hier rein. Wir haben hier eine vordere und eine hintere Nut. Da kommt das genau rein. Dann werden auf jeden Fall hier die Löcher, damit hier kein Wasser reinkommt, die werden nochmal separat mit Sikaflex verschlossen. Wir haben hier alkoholische Desinfektionstücher. Da machen wir das Ganze nochmal schön sauber, dass wir hier keine Reststände dran haben von dem Kleber. Das trocknet auch relativ schnell. Jetzt haben wir hier unsere Sikaflex-Tube. Die bereiten wir jetzt mal vor. Und wir werden hier die Löcher mal befüllen. Ich habe das jetzt hier nicht abgeschnitten, damit ich die Löcher schön befüllen kann. Und da werden die Löcher jetzt hier schön befüllt. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ist nicht so viel, also ich tue das nicht so auf Press machen. Ihr seht, das kommt dann immer wieder raus. Ihr seht es. Die ganzen Löcher haben wir jetzt mit Sikaflex befüllt. Und jetzt gehen wir zu unserem Rahmen. Hier haben wir unseren Rahmen und da kommt jetzt das Sikaflex hier rein. Den ersten Rand habe ich schon gemacht. Jetzt geht es weiter. Filmen und das Sikaflex auftragen ist nicht so einfach.
zeige ich euch das mal. So schaut es aus. Hier haben wir es jetzt um die Ecken schön rum und jetzt setzen wir das ein. So, jetzt haben wir hier unseren Rahmen. Wichtig ist zu beachten, dass wir oben und unten nicht verwechseln. Oben sind diese zwei Nasen, wo das Gitter dann festgemacht wird, und unten haben wir hier zum Einhaken hier diese zwei. Oh nee, das sind mehrere, das sind drei. Bei unserem alten waren es zwei. Da werden dann das Gitter eingehängt und oben festgeklebt. So, jetzt setzen wir den Rahmen ein. Seite 1, Seite 2. Und pressen den jetzt vorsichtig ran. Ihr seht, jetzt kommt hier schon überall das Sikaflex raus. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass es dicht ist. Wir wischen das jetzt mal vorsichtig ab, das Überschüssige. Ihr könnt das gern mit so einer Vorrichtung machen von den Fliesen, wie das viele machen. Ich mache das hier mit den Fingern und mit so einem Feuchttuch. Das geht am besten, weil da zieht man das schön ab und hat nicht so viel Übriges an die Finger. Die Masse war genau das Richtige. Also wir haben hier nicht so viel überschüssiges Material. Wir werden das jetzt auch so lassen. Wir machen die Schrauben jetzt trotzdem erstmal rein, drehen die aber noch nicht fest. Das machen wir dann mit einem Handdreher. Wir haben die Schrauben jetzt angefädelt, normal reingedreht. Jetzt nehmen wir uns einen Handschraubendreher und drehen die handfest an. Wir merken das auch, wenn die Schrauben jetzt nachziehen bzw. anziehen und greifen. Ganz vorsichtig, weil ja das Sikaflex auch gleichzeitig Kleber ist. Hier sehen wir, kommt jetzt eine ganze Menge nochmal oben raus. Wichtig ist, dass wir die Schrauben nicht anbrummen, nach fest kommt ab, und die überdreht es dann auch ganz schnell. Wir haben jetzt die Schrauben leicht angezogen, handfest angezogen, und wir sehen jetzt hier das restliche Sikaflex, was hier ringsrum rausgekommen ist. Also es hat jetzt so wunderbar, das hat sich jetzt hier wunderbar verdichtet. Ne, ihr seht hier, was wir abgewischt haben. Und das wischen wir jetzt hier komplett ab mit dem feuchten Tuch und mit dem Finger. Ganz normal hier mit dem Finger leicht nach oben wegziehen. Genau. So, jetzt habe ich es hier an den Finger dran. Also filmen und wegziehen wird schwierig. So, das hat nicht so gut geklappt. Filmen und das abziehen. Ich habe euch jetzt festgemacht auf dem Ständer und wir machen das so und das geht wunderbar. Und ihr habt es gesehen, liebe Freunde, es war auch die richtige Menge. Hier haben wir jetzt unser Gitter. Das sind die zwei Verriegelungen, die oben sein müssen. Und wir setzen das hier ein. Hier haben wir die 4 Nasen. Bei uns waren da bloß 2 bzw. 3. Da muss ich dann nochmal schauen. Also diese 3 Nasen, die werden hier unten eingesetzt. Dann nach oben geklappt. So.
Und dann müsst ihr schauen, dass diese Verriegler in der Mitte sind. Hier haben wir es jetzt nicht richtig sitzen, also müssen wir das Ganze nochmal zurück. Richtig ansetzen, hoch und ran. So, und dann werden diese zwei Verriegler festgemacht. Das sind jetzt hier die zwei Verriegler. Die kann man so rüberschieben und dann ist das entriegelt und dann könnt ihr das ganz leicht abklappen. Und hier oben drin haben wir diese Nasen hier. Diese Nasen. Und da muss das dann eingehakt werden. Filmen. So, eingehakt werden, hoch und dran. Ich lasse das jetzt mal weg, dass ihr das mal gesehen habt. Denn das soll erstmal schön trocknen bei uns hier. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, ihr habt es gesehen, wir haben den Rahmen jetzt drin von diesem B- und Entlüftungsgitter von unserem Tedford Kühlschrank. Wir haben jetzt gebraucht ungefähr eine Stunde, 1,5 Stunden. Okay, mit Filmen. Wer handwerklich nicht so versiert ist, nehmt euch Zeit, macht das schön sauber und ordentlich. Geht relativ einfach. Wir setzen das jetzt nicht ein, das Gitter, denn wir warten bis morgen früh und dann setzen wir das Gitter ein und dann ist das schon relativ gut angetrocknet. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns auf einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, freuen wir uns über ein Abo von euch und wir sehen uns natürlich immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Bleibt gesund und munter. Bis dahin, tschüss.